Servus und hallo, mein Name ist Markus Gebhardt, ich bin Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Regensburg und ich beschäftige mich seit 2015 mit Lernverlaufsdiagnostik und habe dazu mit meinem Kollegen Andreas Mühling von der Universität Kiel gemeinsam eine Online-Plattform gegründet. Hierzu gibt es einige Videos auf dem Kanal von Lefumi, die sind aber relativ veraltet, weil Andreas mittlerweile einfach immer weiter an der Plattform arbeitet, wir ständig neue Tests entwickeln und daher wollte ich hier ein kurzes Einführungsvideo geben. Ich weiß, ich sage immer kurz in meinen Videos und dann werden sie doch länger. Das ist aber meistens eine Berufskrankheit, die wir leider immer in der Hochschule haben. Und ich versuche jetzt mein Bestes, mit Ihnen gemeinsam kurz diese Plattform vorzustellen. Daher gehe ich nicht auf didaktische Konzepte ein, ich gehe auch nicht auf Lernverlaufsdiagnostik ein. Hier empfehle ich meine anderen Videos, sondern nur Grundfragen, die diese Plattform jetzt betreffen. Zuallererst ist die Frage, wer kann sich alles einloggen? Es können sich alle einloggen. Diese Plattform ist kostenfrei. Die wird von uns, wenn Sie im Datenschutz nachschauen, sehen Sie das dann auch im Einzelnen hier unten in der Datenschutzerklärung gehostet an der Universität Kiel und nur wir, unser Team und sein Team, also vom Andreas und mir, haben den Datenzugriff mit Adminrechten. Und wir haben Forscherkooperationen, die sozusagen auch die Daten auswerten können. Diese Daten sind aber vollständig anonymisiert. Auch wir selber sehen Ihren Namen und Ihren Klarnamen nicht, wenn Sie das eingeben, weil wir dann eine vollständige Anonymisierung haben. Wir sehen dann nur die Schülerdaten und da auch nur bestimmte. Das erkläre ich Ihnen dann nachher. Sie selber können also die Plattform kostenfrei benutzen, um Lernverlaufsdiagnostiktests anzulegen, um sich die Fördermaterialien herunterzuladen und dafür müssen Sie nichts anderes tun, wie sich einloggen und wenn Sie keinen Zugang haben, dann können Sie sich kostenlos registrieren. Bevor Sie das Ganze allerdings machen, noch eine kurze Bemerkung. Die Plattform ist für Mozilla programmiert, nicht für die anderen Browser. Wir versuchen sie für die anderen Browser auch möglich zu machen. Wenn Sie sie aber sicher benutzen wollen, bitte verwenden Sie Mozilla Firefox, weil das eben eine freie Software ist, wo wir auch in den Code besser einsehen können. Und erlauben Sie die Pop-ups, damit die Tests danach aufploppen können. Also die einzige Bedingung für Lefumi ist, dass Sie eben Mozilla benutzen, dass Sie einen Internetzugang haben und dass Sie dann eben die Pop-ups erlauben. Die Idee dahinter ist, dass Sie eben nichts installieren müssen, was Sie meistens in Schulnetzwerken nicht tun können. So, Sie müssen sich dann hier registrieren. Das habe ich schon mal hier aufgeploppt. Dann ploppt dieser Bereich auf. Diese Warnung kann Sie sozusagen nur interessieren, wenn Sie schon mal früher Lefumi benutzt haben und alte Daten haben. Sie müssen eine E-Mail-Adresse angeben, sagen, ob Sie Lehrkraft, Forscher oder Privatperson sind. Das hat an sich nichts damit zu tun. Wir wollen es einfach nur wissen, um das Ganze mal zu kategorisieren. Wer nutzt das Ganze? Genauso auch eben die Frage, woher Sie kommen. Sie kriegen dann den Zugangscode. Und da müssen Sie dann in Ihrer E-Mail nachschauen, nicht, dass der im Spam landet. Also falls Sie keinen Code bekommen, schauen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls Sie sich dann registriert haben können, taucht als erstes diese Startseite vor Ihnen auf. Nun muss man sich überlegen, wie ist Lefumi konstruiert worden? Wir haben an den Lehrer gedacht. Der Lehrer hat meistens eine Klasse. Falls Sie also mit den Tests direkt anfangen wollen, ist es also das Wichtigste für Sie als Lehrer oder auch als MSD-Lehrkraft oder auch als Elternteil in erster Linie Ihre Klasse einzutragen. Sie sehen, hier gibt es bei mir den Herrn Vincent, den ich eingetragen habe. Der ist männlich und im August 2014 geboren. Das ist also mein Sohn, den ich da selber mal eingetragen habe und hin und wieder mal ärgere, indem ich ihn frage, ob er nicht mal einen Lesetest machen will. Als Elternteil hat man da persönlich gesehen auch gar keine Chance, weil man nicht im schulischen Umfeld ist. Von daher ist das sozusagen meine Klasse. Das ist meine Apfelklasse. Jetzt muss man wissen, es gibt die Beispielklasse. Hier habe ich mein Beispielkind 1 eingetragen. Die Beispielklasse ist dafür da, dass ich mich ausprobiere und teste. Also wenn ich jetzt noch gar nichts mit Lefumi zu tun hatte, dann nutzen Sie die Beispielklasse, legen mal ein paar irgendwie Kinder an und gehen mal raus und probieren das alles selber mal einfach aus mit einem Kind oder mit einem anderen Erwachsenen. Diese Daten kommen nicht in unsere Datenbank.
sondern nur Klassen kommen in unsere Datenbank, wie die Apfelklasse, die ich das genannt habe, die Sie als echte Klasse nochmal besonders ausweisen. Und wir schauen uns dann einfach nur an, ob die Tests gültig sind, ob da irgendwelche Probleme in den Tests sind, ob man die Tests nochmal verbessern soll. Das ist der Hauptvorteil an Lifumi. Wir sind eine Plattform, wir sind an Forschung interessiert. Wir wollen unsere Tests immer aktuell halten und verbessern. Wenn Sie also sozusagen nur erstmal ausprobieren wollen, legen Sie sich mehrere Kinder in der Beispielklasse an. Die gehen nicht in den Datenpool. Wenn Sie sagen, aha, ich habe eine echte Klasse, das sind auch echte Tests, ich bin ein erfahrener Anwender, ich habe das schon ein, zweimal ausprobiert, dann legen Sie sich bitte hier eine eigene Klasse nochmal an. Dafür klicken Sie dann hier auf Neue Klasse anlegen und dann nennen Sie sie, wie Sie möchten. Ich empfehle Ihnen aber, nicht Begriffe zu nehmen wie erste oder zweite Klasse, weil das sich ja im Laufe der Zeit ändert. Also nennen Sie es Sonnen-, Mond-, Sterneklasse, wie Sie möchten. Sie können hier Klarnamen eingeben, wie ich das hier getan habe, müssen aber nicht. Wobei der Punkt ist, es wird eh anonymisiert. Es ist von daher egal, welchen Namen Sie eingeben. Für uns oder auch für die Kinder später sind die Codes wichtig, damit die sich dann später selber für die Schülertests einloggen können. Diese Codes werden automatisch generiert. Es kam hier häufiger die Frage, können wir denn hier nicht unseren eigenen Code angeben? Nein, das System braucht einen einmaligen Code und es besteht ja sonst die Gefahr, dass mehrere den gleichen Code haben. Wir empfehlen daher, drucken Sie sich die Schülerliste irgendwo aus, damit Sie das haben und damit die Schüler immer ihren Code haben, und erklären Sie ihnen einmal, dass es wirklich wichtig ist, dass man mit seinem eigenen Code reingeht und nicht mit dem Code von dem Nachbarn, weil man will ja nur seine eigenen Ergebnisse haben. Falls die Klasse dann veraltet ist, löschen Sie sie bitte nicht, oder wenn Sie sie löschen, seien Sie uns dann klar, dass man diese Klasse nicht mehr hat. Wenn Sie eine Klasse nicht mehr sehen wollen, weil Sie sie nicht mehr brauchen, dann archivieren Sie sie einfach, dann verschwindet die Klasse von der Oberfläche und Sie können sie dann aber jederzeit hier hinten wieder aus dem Archiv holen. Das ist der erste wesentliche Schritt für Lifumi. Sie brauchen erstmal Schüler, die Sie dem System erklären, damit Sie die dann einzeln testen können. Dann ist Lifumi so ausgewählt, dass es verschiedene Tests gibt, die Sie unter dem Reiter hier Diagnostik finden, die Sie dann anlegen können. Zum Beispiel eben im Bereich Deutsch, Mathematik oder Verhalten und Empfinden. Der Bereich Verhalten und Empfinden richtet sich an Direct Behavior Ratings, wie zum Beispiel im Verhalten. Da haben wir aktuell 2 angelegt. Oder Partizipation, das ist der Fragebogen PIQ, Carmen Zubricken und Kollegen evaluieren den haben wir integriert. Einerseits als Version, die die Schüler selber ausfüllen können, also habe ich Freunde oder fühle ich mich wohl, und einmal die Version, die sie Lehrkräfte selbst ausführen. Lehrerzentrierte Tests oder hier Lehrkraft selber ausführen würde bedeuten, ich gehe dann hier im nächsten Schritt auf Messung, sage dann hier, ja, ich nehme jetzt mal den Vincent. Oder wenn ich sagen will, nee, ich nehme die andere Klasse, dann hätte ich da oben klicken müssen und dann würde dieser PIQ hier sozusagen pro Schüler auftauchen. Ich führe dann eben die Messung durch, indem ich das klicke, was ich möchte. Klicke mal hier ein schönes Muster hinein und würde dann eben auf Speichern gehen, wenn ich das haben möchte. Und Sie sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Beispielklasse wäre, dann könnte ich jetzt eben genauso mich durchklicken. Ich muss also hier oben entscheiden, welche Klasse ich bin und dann in welcher Klasse ich teste. Ich gehe jetzt mal in die Beispielklasse, weil dann wandern die Daten nicht ins System. Und ich stelle Ihnen jetzt hier noch die Leseflüssigkeitstests kurz vor. Wir haben also hier verschiedene Tests, die Sie haben. Einmal Bewertungsübung für Lehrkräfte, da üben Sie selber eben. Da ist automatisch ein Kind, das vorliest, und Sie dürfen dann sozusagen sagen, ob es richtig oder falsch ist. Das ist ein nettes Trainingstool, entwickelt von Jana Jung-Johann und gerade für Forschung benutzt. Buchstaben erkennen, da fragt der Test einfach alle Buchstaben ab, das ist eher für den Anfangsunterricht. Und dann natürlich für die Leseentwicklung wichtig, eben Silben lesen, Wörter lesen oder Pseudowörter lesen. Das sind dann eben Silben, die keine Wörter ergeben. Und dabei sehen Sie hier auch diese verschiedenen Niveaustufen. Und die Niveaustufen sind ja deswegen am Anfangsunterricht wichtig, die sind nach dem Kieler Leseaufbau gebildet, weil die gewisse Buchstaben beinhalten. Wenn ich jetzt hier auf die Niveaustufe 1 gehe, dann sehe ich übrigens bei Testinfo, welche Buchstaben sind denn da drin. Dann sind also alle Vokale drin, M, L, S, R, N, V.
Und dann würde ich auf die Messung klicken, mein Beispielkind 1 anklicken. Sie sehen, da ist noch gar nichts drinnen vorher. Und dann würde die Testung starten und auch diese startet als Pop-up. Das bedeutet, sie springt auf, es bildet sich ein neues Tab. Ich sage dann, die Messung beginnt. Sie wissen, die Messung dauert 1 Minute und Sie klicken eben auf 1 oder 0. Ich bin jetzt mal das Kind, ich lese Musu und dann würde der Lehrer jetzt auf 1 klicken und wir stellen am selben Rechner. Weil das jetzt etwas zu lang dauert, drücke ich mal die ganze Zeit auf 0 oder 1. Ich kann die Messung jederzeit abbrechen. Wichtig ist jetzt aber für uns zu sehen, aha, der Lifumi taucht auf. Der Lifumi taucht einfach normal auf bei der ersten Messung. Wenn ich mich verbessert habe, jubelt er, hat einen Pokal. Wenn es schlechter läuft, liest er Zeitung. Die Daten wurden übermittelt. Das ist wichtig, dass das dasteht. Wenn das nicht dasteht, haben Sie vielleicht gerade keine Internetverbindung. Dann müssen Sie eine Internetverbindung suchen, damit die Daten von Ihrem PC auf den Server gespeichert werden, weil ja sonst die ganze Testung weg ist. Dann kann ich jetzt also, wenn ich weiß, aha, der Computer hat die Testung, das Fenster schließen und er taucht nochmal auf. Sie sehen, er hat sich automatisch da soweit aktualisiert. Die Frage, hat er die Auswertung auch gemacht? Ja, er hat sich wieder aktualisiert. Da sehen wir, das ist schon besser wie früher. Früher musste man da zwischen den Tabs springen. Das wurde allerdings jetzt verändert und wie wir sehen, in der ersten Testwoche hat mein Beispielkind total toll 91 Wörter, Silben richtig gelesen. Das schafft, glaube ich, kein Kind. Und wir sehen hier eben die Auswertung im Klassengraph. Wenn ich also jetzt mehr wissen will, welche Wörter wurden denn jetzt richtig und falsch gelesen, muss ich hier auf Individualauswertung klicken. Dann muss ich mich entscheiden, qualitative Auswertung oder Gesamt- oder Übersicht. Ich mache mal qualitativ. Da sehen Sie richtig, falsch, Lesegenauigkeit in Prozent. Ich kann mir aber auch das Gesamte nochmal geben. Dann habe ich den Graph und das und ich habe nur die Übersicht. Dann wäre ich hier nur beim Graph. Es ist also immer wichtig, pro Test gibt es verschiedene Indizes, die wir dann weiterentwickeln wollen. Sie müssen dann hier einfach nur weiterklicken pro Kind. Wenn Sie also mehrere Kinder getestet hätten, würden Sie hier auf mehrere Kinder klicken können. Dann gibt es auch noch Fördermaterial, theoretisch direkt pro Test verlinkt. Das bauen wir immer weiter aus. Hier gibt es gerade keins. Das könnten Sie aber, wenn Sie wollten, sich hier unter Fördermaterial oder Testübersicht in einer Übersicht anschauen. Ebenso gibt es Videos und Blog-Einträge zu dem Ganzen und auch die Handbücher, wo nochmal das ganze Verfahren und die Tests beschrieben sind. Auf die gehe ich jetzt hier in dem Video nicht einzeln ein. Genauso wie, dass Sie sich den Lifumi ausdrucken können, um ihn zum Beispiel als Klassenbild zu verwenden. Das waren jetzt die lehrerzentrierten Tests. Wir haben auch die schülerzentrierten Tests. Hier gibt es noch ein altes Video, was soweit auch stimmt. Schülerzentrierte Tests sind zum Beispiel eben alle Tests, die nicht Leseflüssigkeit messen oder die nicht eine Abfrage behalten. Also lehrerzentrierte Tests sind bei uns eigentlich nur die Leseflüssigkeitstests, weil da der Schüler sozusagen, wenn er irgendwie sprachliche Schwierigkeiten hat, ist der Computer einfach noch nicht gut genug oder wir konnten es auch noch nicht programmieren, dass sowas automatisch erfolgt. Und bei Leseverständnistests ist zum Beispiel Multiple Choice im sinnkonstruierenden Lesen. Wir haben hier wieder verschiedene Niveaustufen und hier hatten wir unser Beispielkind und Sie sehen schon, in dem Moment, wo ich aufs Beispielkind geklickt habe, taucht ein neuer Login auf und der hat sich jetzt direkt geöffnet und zwar hier Login HQ8013. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich jetzt da drauf geklickt habe, bin ich eigentlich hier im Tab gesprungen. Also vorher ist es der Tab und dann hat sich hier dieser neue Tab aufgemacht. Ich schalte praktisch die einzelnen Schüler frei und ich muss über diesen eigenen Zugang das eintragen, damit dann sich das Ganze hier öffnet. Und das ist die Sicht, dein Login ist dieser Beispielschüler. Also wenn Sie den eingeben, dann kommen Sie genau auf diese Übersicht hier. Und der Schüler kann dann, wenn er möchte, diese verschiedenen Tests machen. Ich lege also in meinem Lehrer-Account die ganzen Tests an und sage, du führst in dieser Woche diese und jene Tests fest. Das mache ich eben hier in diesen verschiedenen Auswertungen. Und dann sage ich ihm, ja, er soll auch den machen und dann ist der sozusagen für den Schüler freigeschaltet. Wir gehen jetzt einfach mal drauf, dass Sie das auch sehen. Sie sehen dann, öffnet sich hier dieser Test. Sie sehen, hier ist es jetzt kein Lesetest, wo ich gerade drauf geklickt habe, sondern ein Mathematiktest. Und Sie sehen dann hier, dass ich als Schüler ein Feld unten habe.
Hier ist die Frage, welche Zahl liegt denn dazwischen? Und das weiß ich natürlich sofort. Ich trage das ein, ich kann das auch löschen, keine Frage mehr, dann startet den Test. Also es gibt immer ein Beispiel, wie hier, und dann sehe ich, ob es richtig ist oder nicht, und dann starte ich den Test. Wenn man jetzt wie ich den Test nicht machen will, kann man ihn auch einfach abbrechen. Das sind sozusagen die wichtigen Grundlagen, die ich habe. Ich muss erst wissen, welche Klasse, dann muss ich wissen, welcher Test ich wähle. Dann muss ich mir noch überlegt haben, ist es ein Schülertest oder nicht, und die Schülertest steuere ich dann im Einzelnen. Eine Anmerkung noch zum Schülertest. Wichtig ist also, Sie haben hier jetzt oben sich entschieden, welche Klasse Sie haben. Dann haben Sie einen Test ausgewählt. Ich habe jetzt hier Zahlenreihen fortsetzen, Niveaustufe 5b ausgewählt. Und jetzt sehen Sie, aktuell ist noch keine Testung aktiviert. Ich habe hier 2 Beispielkinder im Datensatz. Wenn ich jetzt also will, dass diese Kinder immer wieder diesen Schüleraccount benutzen können mit ihrem Code, den Sie hier auch nochmal sehen, und sich eigens einloggen können, dann muss ich nichts anderes tun, wie hier wöchentliche Testung aktivieren, freischalten. Was dann passiert ist, dass dann im Schüleraccount diese Tests für diese Schüler freigeschaltet sind, die jetzt hier dabei sind. Und einmal in der Woche kann dann der Schüler im Account diesen Test eben benutzen. Ich habe hier Zahlenreihen fortsetzen, diesen Test gerade aktiviert. Wenn ich hier auf Beispielkind gehe, dann kommt er eben. Und wenn der Schüler dann innerhalb der Woche nochmal diesen Test macht, würde es den überschreiben. Also nach der aktuellen Idee von Lifumi kann man maximal einmal die Woche einmal diesen Test durchführen, und Sie müssen eben nicht als Lehrer jede Testung einzeln aktivieren, das hatten wir früher, sondern Sie klicken jetzt nur den Knopf, dass der Test generell für diesen Schüler aktiviert ist. Und wenn Sie das nicht mehr wollen, dann müssen Sie einfach nur eben wöchentliche Testung pausieren klicken. Dann ist sozusagen das Rote weg. Also wenn es grün ist, sozusagen, muss ich es aktivieren. Und wenn ich das jetzt anklicke oder den Schüleraccount an sich anklicke, indem ich zum Beispiel einfach in den Schüleraccount gehe, dann sehe ich, dass es nicht aktiviert ist. So funktioniert der Schüleraccount. Sie klicken also unter den Tests in Bezug auf Ihre Klasse einfach darauf hin. Und dann würde ich natürlich mit dem Schüler noch besprechen, welchen Test er wann machen soll. Und ich würde auch nur die freischalten, die er gerade benötigt. Also die Idee ist ja, dass er vielleicht 1 oder 2 Tests eben immer wieder regelmäßig macht, dass man das dann überprüft, und dann schaltet man sie hier auch an der Stelle wieder aus. Wenn Sie mehr zu den Schülertests wissen wollen, klicken Sie dazu dann das entsprechende Video, oder wenn wir dann soweit sind, werden wir hoffentlich in der Zukunft auch Videos zu den einzelnen Bereichen entwickeln. Wie gesagt, hier heute nur einmal eine Kurzeinführung in die verschiedenen Bereiche, und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Falls Sie Fragen haben oder wir nochmal einzelne Sachen näher erörtern sollen, schreiben Sie es bitte in die Kommentare. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.